Ja, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen heute Abend zu einem Gespräch mit euch allen und natürlich mit Greg Bryers. Hallo. Wie hat die liebe Claudia das geschrieben? Kennt ihr das? Kaum haben wir die letzte Herausforderung gemeistert und hätten ganz gerne mal ein bisschen Ruhepause, kommt schon die nächste Challenge um die Können wir mit der Art und Weise, wie wir diese Herausforderungen betrachten und mit ihnen umgehen, etwas verändern? Macht es einen Unterschied, ob wir genervt sind von der Situation oder ob wir sie neugierig, spielerisch betrachten? Und wenn ja, welchen Unterschied macht das? Jetzt habe ich natürlich lange geredet, weil ich Claudias für den Text genommen habe, aber Claudia kann das locker übersetzen für Greg. Melanie is already starting with a challenge for me. So I will sum it up. My text was about, do you know that you just finished or overcame or mastered a challenge in your life and you think, well, now I could really have some peaceful time, quiet, and without any thing happening. Yeah. Of course, the next challenge is already waiting around the corner. Yep. It's at the bus stop waiting for you. Yeah. So the question that I have, or maybe some others too, would be, whoa, does it always have to be like that? And how can we be with that? Yeah, and then I might add another question. Ja, die Frage war mehr, ob es einen Unterschied macht, wie wir mit der Herausforderung umgehen. Nicht, ob noch eine kommt, sondern wie wir mit den Einzelnen umgehen. Ob das dann, je nachdem, wie wir damit umgehen, einen Unterschied macht. Yeah, thank you for the reminder, Melanie. Thank you. So the question was, does it make a difference how we respond to the challenges, not only in the moment, but also for the outcome of the challenge and the further challenges that are coming? Yes. Ja. Long story short, answer, yes. Kurz zusammengefasst. To just be at the point, yes and yes. It's really crazy. Zu bringen, ja und ja. It's like when the first time you go into some sort of drama, what happens? The whole world falls apart. You go, oh my God, oh my God. Das erste Mal, wenn irgendwas passiert, eine Herausforderung da ist, dann gehen wir wirklich ins Drama und sagen, oh mein Gott, für uns bricht eine Welt zusammen. Und wir sagen, ach du. I know we all know that person that has learned to just go into the drama every time something happens. Und wir kennen alle irgendjemanden aus unserem Bekannten- oder Freundeskreis, eine Person, die gelernt hat, jedes Mal ins Drama zu gehen, wann immer irgendeine Herausforderung kommt. And why do they do that? Und warum machen die das? Because they can then manipulate everybody around them to solve the problem for them. Weil sie dann alle rund um sie herum manipulieren können und dadurch manipulieren hinzu, dass die anderen das Problem für sie lösen. And if it doesn't work, then they're not to blame. It's your fault because you tried to solve it for me. Und wenn es aber nicht funktioniert, say that again. It's not my fault that it didn't work. You tried to do it and it didn't work, so it's not my fault. Und wenn es aber dann nicht funktioniert, schieben sie die Schuld trotzdem der anderen Person rüber, so nach dem Motto, naja, du hast ja versucht, das Problem für mich zu lösen, du hast es nicht geschafft, ich habe damit nichts zu tun. Und? So they can go through the whole life blaming everybody else. Melanie wanted to say something. Yeah, she can wait. Und damit verbringt diese Person ihr ganzes Leben damit, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. But you see, the whole purpose is to actually start to take responsibility for your own life and your own choices. So that's the purpose of the challenges. Yeah. Der ganze Zweck
von Herausforderungen ist, uns beizubringen, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben und für unsere Wahlen, die wir getroffen haben und treffen. So what happens is, then the universe goes, are you sure? Und was dann geschieht, ist, dass das Universum sagt, bist du dir sicher? And you have a choice. You can either go, yeah, I am, Und dann hast du eine Wahl. Du kannst sagen, ja, bin ich. or you go, scheiße, it's somebody else's fault again. Oder du kannst sagen, oh, nein, jemand anderer ist schuld, mal wieder. But you know what? When you get to the point where you start to, it's called waking up or becoming aware, or Wenn du an den Punkt kommst, wo du beginnst, was die Leute nennen als Aufwachen oder what, waking up, or becoming aware, you know, that awareness, oder gewahr werden, become conscious maybe even, becoming conscious. bewusst werden, wenn man an dem Punkt ist, What happens is you also stop seeing life from a temporary perspective and you start to see it from an infinite. was dann Perspective. beginnt, wenn du eben da in diesen Zustand beginnst einzutreten, ist, dass du das Leben nicht mehr als was Temporäres siehst, sondern du beginnst es zu sehen als etwas Unendliches. Und Does that dann, make sense? und dann ist der Punkt in dem Moment gar nicht so das, was dieses Wichtige ist, sondern wir sehen, was wir daraus machen, wenn wir so oder so reagieren, ja? And then you are at the point where you realize that the moment is not as important anymore, but you begin or start to see that what will be created, how this is going on. Habe ich das richtig übersetzt? Hast du das anders gesagt? Na, das meinte ich schon so ziemlich. You start to see everything from a different perspective. Mhm. Du beginnst alles aus einer anderen Perspektive zu betrachten. I mean, it's like when you look at Melanie on the screen right now, Wenn du dir Melanie da jetzt am Bildschirm anschaust, what do you see? What draws your eyes? Apart from a beautiful smile, what draws your eyes to the picture? was ist es, was dir auffällt? Was zieht dich an, mal abgesehen von ihrem entzückenden Lächeln? Some see the red, some see the little spot of green behind her, some see that orange wall. Oh my God. Manche sehen das Bild hinter ihr, das Grün oder das Rot. Manche sehen einfach die orange Wand hinter Melanie. But the color is, the wall is yellow, okay? Just Yeah. saying. Yeah. But to my computer, it says you are orange, you know? Yes. But it's like, Schaut tatsächlich That's orange it. aus auf meinem Bildschirm. Yeah. but what we do is we start to see the world from a different perspective as well. Was wir beginnen, ist, dass wir die Welt echt aus einer anderen Perspektive betrachten. You actually stop fixating on the problem as a problem. Und du hörst auf, dich darauf zu fixieren, dass das Problem ein Problem ist. Und du hörst auch auf, es zu bestätigen und und auf jeden Fall zu sagen, es ist ein Problem. Also Ja, dieses so- Verteidigen, das Problem Ja, verteidigen ja. als Problem. So. Yeah, yeah. You stop seeing the problem as a problem and holding on to it and fighting for it that it is a problem. Yeah, yeah. I give you an example. I'm working with a lady at the moment who had a stroke. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich arbeite zum Beispiel im Moment mit einer Dame, die hatte einen Schlaganfall. And she gets really terrible muscle spasms in her stroke leg. Und sie hat wirklich in dem Bein, das nach wie vor betroffen ist von den Schlaganfällen, ganz, ganz starke Muskelkrämpfe regelmäßig. So when we're working and suddenly the legs goes into spasm and goes out straight and it's hard and hurts. Und das sind wirklich spasmische Krämpfe. Und wenn ich an ihr arbeite zum Beispiel, dann beginnt das Bein auf einmal ganz steif zu werden und
ausgestreckt zu sein und es fängt an furchtbar weh zu tun. And she's going, oh, I'm sick of this. Und sie wird richtig zornig und sagt, das geht mir so auf die Nerven und wird wütend. I said, stop, stop. Und ich sage, hör auf damit. Celebrate this. You can actually feel your stroke leg. Feier das, weil du jetzt tatsächlich, and this is new, Yeah. feier das, weil du jetzt wirklich, und das ist neu seit den Schlaganfällen zum ersten Mal, dass du dein Schlaganfallbein And spüren kannst. the more you get stressed about it, the more you get angry about it, the tighter it's gonna go. Und je mehr Stress du aufbaust durch diesen Krampf und je mehr du dich da drauf fixierst und zornig bist, dass das jetzt weh tut, desto intensiver und verkrampfter wirst du werden. And so I said to her, just go, wow, I can feel my leg. Wow, this is really exciting. Und dann habe ich zu ihr gesagt, anstatt dich so aufzuregen, sag, oh, wow, ich kann mein Bein spüren, das ist wirklich aufregend. And her leg, her foot, and her arm relaxed. Und Really in dem quickly. Moment, wo sie in diesen Zustand eingetreten ist, hat ihr Bein, ihr Fuß und ihr Arm nachgegeben und haben sich entspannt. And you see, it's the same when we look at something as a problem. Und genau das Gleiche geschieht, wenn wir eine Situation als Problem betrachten. When you fixate on the problem and goes, oh, this is just driving me nuts. Wenn du dich auf das Problem fixierst und sagst, das macht mich narrisch, Or, oh, I feel so sad and hurt and oh my God. oder du gehst in den Opferzustand und sagst, es ist alles so traurig und ich bin so verletzt, oh mein Gott, You can't see any other possibilities. dann kannst du überhaupt keine anderen Möglichkeiten wahrnehmen oder sehen. You can't see any way around it. You can't let go. Du kannst nicht loslassen, du siehst nicht um das Problem herum, du siehst nicht, wie es hinten drum danach weitergehen könnte. So you're trapped. You're trapped. You trap yourself. You're holding yourself in steel bars that are in your mind. Du hältst dich selbst gefangen, wie in einem Gefängnis, das aber nur in deinem Verstand ist. Du bist quasi wie in einer Falle drinnen. Und wenn wir diesen Weg immer wieder benutzen, also immer die gleiche Energie wählen mit Herausforderungen, dann gehen wir einfach nur tiefer in unseren Kerker rein, ja oder nein? And the question is, if this is how we deal with problems every time, is it that we go deeper and deeper into the trap, into the hole? Becomes such a conditioning, that's all we know. Ja, das ist tatsächlich eine Konditionierung. Wir wiederholen immer wieder das Gleiche und wir bemerken es gar nicht. Das ist total unbewusst. But you see, if you can come to a problem, an issue, and go, oh, wow, cool, interesting. Aber wenn ein Problem oder ein Thema erscheint in deinem Leben und du stellst dich hin und betrachtest es und sagst, wow, okay, cool, das ist interessant. Watch as that issue unravels and resolves. Und dann beobachtest, wie sich dieses Thema beginnt auseinanderzufalten und auch weiterzuentwickeln oder auch aufzulösen. And go, wow. Und einfach das erstaunt beobachtest und sagst, wow. And you can acknowledge that it resolves itself, or you are able to find the issues to resolve it. Und wenn du wirklich in der Lage bist zu sehen, dass sich das Problem entweder von allein aufgelöst hat oder dass du in der Lage warst, eine Solution, eine Lösung für das Problem zu finden. What's going to happen the next time that issue comes up or something similar comes up? Was geschieht dann beim nächsten Mal, wenn entweder das gleiche Thema wieder hochkommt oder was Ähnliches? You're going to go, what is that? Du wirst dann sagen, was ist das? Okay, so if I just be still with this, I can find the solution. Dann wirst du sagen, because you will remember. Yeah. Dich erinnern, dass das beim letzten Mal so war und du wirst sagen, wenn ich also innehalte, still werde oder ruhig werde,
dann werde ich eine Lösung finden. But you see, it's like everything else we do in our lives. Es ist wie alles andere, was wir in unserem Leben tun. You have to acknowledge how you resolved and how you solved the previous problems. Du musst wirklich anerkennen, wie du die Probleme, die in deinem Leben schon aufgetreten sind, selbst gelöst hast, aufgelöst hast. You actually have to acknowledge how you changed, how you created magic. Du musst wirklich anerkennen, wie du selber dich verändert hast und wie du selber für dich Magie kreiert hast. You know, Und it's oft like für alle anderen auch. Also, Sorry? und ganz oft für alle anderen auch. Also wir kreieren zwar die Magie für Ja. uns, aber ganz oft für alle anderen auch. Also And wenn you wir das know- noch mit anerkennen, And just acknowledge that you don't also create magic for yourself, but by creating magic for yourself, you also create magic for others. absolute. Ja. And you don't have to show them, you don't have to tell them about it. Und They du will musst see it. das nicht aufzeigen oder ihnen das sagen, sondern einfach and only just be it. Just be it. Ja, I mean, und einfach nur sein. There's so many teachers that tell us, you know, you don't go around going, Om Shanti, I'm so spiritual. Und da sind so viele Lehrer, die uns beibringen, die sagen, du rennst nicht herum, meditieren, sagen, Om Shanti, ich bin so spirituell. Because if you have to tell people you're spiritual, Weil wenn du den Leuten erstmal sagen musst, dass du spirituell bist, if you have to tell people you've been enlightened or aware, wenn du den Leuten sagen musst, dass du Gewahrsein hast oder erleuchtet bist, they're going to ask where the torch is. Okay, so the torch, they're gonna ask, flashlight. dann werden sie dich fragen, wo die Taschenlampe ist. So it's like this little stuff, but you have to see it for yourself. You have to acknowledge it, and then what happens? The universe is going to go. Are you sure? Du musst es für dich selber sehen, du musst es für dich selber anerkennen. Aber was dann geschieht, ist, dass das Universum sagt, bist du sicher? So the universe is questioning if you have really acknowledged your own Yeah, magic. yeah. Und das Universum stellt in Frage oder stellt dir die Frage, hast du deine Magie tatsächlich anerkannt? You know, a child doesn't just suddenly stand up and start walking and never falls over. Ein Kind steht nicht auf einmal auf, beginnt zu gehen und fällt dann wieder um. It falls over a lot of times before it stops falling over. Es fällt ganz oft hin, bevor es aufhört hinzufallen. You know, everybody says first 2 steps. Jeder feiert die ersten 1, 2 Schritte eines Kindes. And I've seen little children get really pissed when they fall over and then have to start again. Und ich habe Kinder beobachtet, die wirklich stinksauer geworden sind, wie sie hingefallen sind und wieder von vorne beginnen mussten. But we all did it. Aber wir haben es alle geschafft. We all did it. We all tried, failed, and tried again. Wir haben alle versucht, versagt, hingefallen, wieder aufgestanden, wieder versucht, wieder hingefallen, wieder aufgestanden, wieder hingefallen und immer wieder versucht. And then one day it worked. Yeah. Und dann eines Tages klappt. And what happens then is you'd barely even notice if it comes back. If you fall over again, just like, oh shit, that was clumsy, and carry on. Und was dann geschieht ist, dass dir fast gar nicht mehr auffällt, wenn du dann doch mal hinfällst, sondern sagst du, oh, ich war gerade, wie wir sagen in Österreich, patschert. Or you just make a point not to drink so much whiskey next time. Dann stehst du einfach wieder auf und sagst, okay, und gehst weiter oder du anerkennst, dass du vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr ganz so viel Whisky trinkst, weil dann fällst du nicht mehr um. But you have to, this is part of this consciously becoming aware. Das ist ein Teil von diesem Weg, bewusst
gewahr zu werden. of who and what you are. Gewahr, wer und was du bist. You have to consciously remember and see and acknowledge the creations that you're already achieving. Du musst bewusst sehen und anerkennen die Kreationen, die du alle bereits erreicht hast, selbst gebaut hast, gemacht hast. You know, really acknowledge the changes that you created in your lives. Wirklich anerkennen, welche Veränderungen du in deinem Leben schon kreiert hast. Because if you don't, Weil wenn du das nicht tust, your story will always be, nothing's changed, everything's still the same, I'm still dann blah, wird blah. deine Geschichte immer sein, es hat sich nichts verändert, es ist immer noch alles das gleiche wie früher. Especially if you're judgmental of yourself. Ganz besonders, wenn du dich selbst immer wieder bewertest. Ja, da regen wir uns drüber auf, wenn andere uns bewerten. Und was machen wir mit uns selber? We get totally upset when other people judge us, but what do we do with ourselves? Ich habe nur mal gefragt. It was just a question. But yeah, it's true, isn't it? Aber Ja. das ist wahr, ist es nicht so? But you know, we are willing to see all the bad points about ourselves, Mhm. We are willing, to see all our bad points, wir sind wirklich bereit, alle unsere negativen Eigenschaften jederzeit zu sehen. you know, I'm too clumsy, I'm too loud, I'm too. Ich bin zu ungeschickt, ich bin zu laut, ich bin zu. But we refuse to acknowledge our good points because then we're being conceited. Weigern, because We're being conceited. We're up ourselves, you know, we have this pride. We're scared that we have pride. wir verweigern uns selbst anzuerkennen und das Positive an uns zu sehen, weil dann sind wir ja überheblich und stolz. Ja, und das ist ja Selbstbeweihräucherung, ne? Yeah, now you're challenging me. That's when you know, Sorry. like in church, when you have the frankincense, we say you put Yep. yourself into frankincense. Yeah, I don't know what this is in English. Sorry. put ourselves in the smoke and we're holier than thou. Ja, Ja. wir erklären uns quasi selber als heilig. Genau. You know, this is where my kids taught me the greatest lesson. Das ist, wie meine Kinder mir die größte Lesson beigebracht haben. Erfahrung. They acknowledge that they're good at shit. Die haben wirklich für sich selber anerkannt, dass sie gewisse Dinge richtig, richtig gut können. And yet they're super humble about it and they're willing to help all their friends to get the same level. Und die sind aber total humble, demütig ihren Geschenken, dem gegenüber, was sie wirklich gut können, und sind jederzeit bereit, ihren Freunden zu helfen, das auch zu erreichen und zu sehen. Also So, vielleicht schreiben wir nicht nur uns mal irgendwann auf, was wir alles schon echt richtig cool gemacht haben in unserem Leben, sondern wir erkennen auch mal an, dass da ein ganz großer Teil an Magie dabei war. So Weil wir es uns heute nicht erklären können, wie es damals funktioniert hat. So maybe we start acknowledging that we have already Lisa is created. laughing. You can also, Lisa is laughing. you can also write it down, acknowledging how much we have already achieved in our lives, even though many years ago we could not see that there was magic involved and that we did it. Was that sort of correct?
Ja, ich meinte so dieses, wir erkennen heute nicht an, dass damals schon wir magisch waren. We are not acknowledging that years back when we saw a situation or we achieved something, we already were magical. Weil wir uns bis heute nicht erklären können, wie es auf einmal dann doch funktioniert hat. Was auch Because we immer es don't war. have an explanation, a logical explanation how it suddenly worked out. Yeah. Because there is no logical. Weil es einfach keine logische Erklärung dafür gibt. Stimmt. I agree. I was reading a post today from a guy who had a big accident. So the car that he was renting was totaled, and he was dropped by the police at a train station saying that there's no way you're going to get accommodation tonight in this city because it's fully booked out. Ich habe heute einen Post gelesen von einem Mann, der hatte einen Unfall und das Auto war komplett zerstört und er wurde also von der Polizei irgendwie zur Bahn gebracht. Und die haben ihm aber gesagt, es wird keine Möglichkeit geben, dass er eine Übernachtung findet heute, weil das ganze Dorf ist völlig oder die ganze Stadt völlig ausgebucht. And he was sitting there trying to work out what to do. He was pretty busted up with bruising and stuff from the car accident. Und er ist da herumgesessen mit ziemlichen Schmerzen durch den Autounfall und hat überlegt, was er machen soll. And so but he saw a big hotel, not within walking distance of where he was sitting. Und er hat dann auf einmal ein großes Hotel gesehen. Das war ganz in der Nähe, da konnte er zu Fuß hingehen. And the thought occurred to him, well, I could go and ask the receptionist because they're always willing to help find you something. Und irgendwie ist ihm der Gedanke gekommen, dass er einfach zur Rezeption gehen könnte des Hotels, weil die ja immer bereit sind zu helfen und einfach zu fragen. So he goes to the hotel, talks to the receptionist. Und er ist also ins Hotel gegangen zu Fuß und hat mit der Dame an der Rezeption gesprochen oder dem Herrn. The guy says, well, actually, we haven't had hot water today. And so one of our guests has cancelled and left already. So we have one spare room. Und der Herr an der Rezeption hat gesagt, naja, es ist eigentlich so, dass wir den ganzen Tag kein Warmwasser hatten und deswegen ist ein Gast bereits früher abgereist und wir haben tatsächlich ein Zimmer frei. And I can give it to you for half price. Und ich kann dir dieses Zimmer um den halben Preis geben. So that was one prompting he listened to. Now he goes upstairs to the room and thinks, right, one prompting, one awareness that he got, yes? Und es war also quasi ein Gewahrsein, das er hatte und auf das er gehört hat. Und dann ist er also die Stufen hochgegangen zu dem Zimmer. And he thinks, how am I going to get home because I've got no transport? Und dann war sein nächster Gedanke, wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause, weil das Auto war ja komplett kaputt. Ich habe kein Transportmittel. And the little voice in his head says, well, go down and talk to the receptionist. He can help you. Und die kleine Stimme in seinem Kopf hat gesagt, naja, geh noch mal runter zu dem Herrn an der Rezeption. Der war so nett, der hilft dir bestimmt. He goes down and there's a lady talking to the receptionist saying, well, I'm going home tomorrow. I don't, I've got all this other stuff. But my friend that's traveling with me doesn't want to come. She's going to stay. So I have a spare ticket. Und Train Ticket, oder? And a train ticket, yeah. Und da war eine Dame unten an der Rezeption, die war auch ein Gast vom Hotel und die erzählt gerade dem Rezeptionisten, ich reise morgen nach Hause und ich habe ganz viel Zeug, aber mein Reisepartner oder Partnerin hat beschlossen, sie bleibt länger und jetzt habe ich tatsächlich ein Ticket. So she's going to the same city he wants to go home to. Und ganz zufälligerweise, just occasionally, accidentally, ist die Dame in genau die gleiche Stadt gereist, wie der Verunfallte da, wohin der reisen wollte. So he got a ticket for $55. Also hat er ein Bahnticket für $55 bekommen. And he celebrated. He says, but there's no coincidence. Und er hat gefeiert und hat gesagt, naja, Zufälle gibt es echt nicht. There aren't. Nein, There's no such thing as coincidence. es gibt keine Zufälle.
when you listen to that little voice, follow the promptings, wenn du diese kleine Stimme hörst, die da so plötzlich in deinem Kopf erscheint, when you start to trust the infinite being that you really are, wenn du beginnst, auf Vertrauen zu haben in das unendliche Wesen, das du tatsächlich bist. and you trust that infinite being by acknowledging the creations that you already are. Und du beginnst, diesem unendlichen Wesen zu vertrauen, dadurch, dass du anerkennst, was du bereits alles Magisches erreicht hast. And you trust it because you're already seeing what you're already doing. Und du vertraust, weil du beginnst zu sehen, was du bereits alles tust und kreierst. And then every time something else comes up, you go, so what is this? What magic can I create now? Und jedes Mal dann, wenn was Neues erscheint, sagst du, was ist das? Welche Magie kann ich jetzt kreieren? What magic is coming? Welche Magie kommt jetzt daher? I receive, I receive, I receive. Ich empfange, ich empfange, ich empfange. Also das heißt ja, jede Herausforderung ist ein Spiel mit mehr Leichtigkeit in unserem Leben zu haben. Zum Beispiel, wenn es das ist, was wir Ja. haben wollen. This means that every challenge in our life is a game to Kind of. create more ease in our life if this is what we want. Yeah. And part of that is learning not to fight it. Mhm. Und ein Teil davon ist, ein Bestandteil ist zu lernen, nicht gegen die Herausforderungen des Lebens anzukämpfen. To not go into the drama of everything. Nicht immer ins Drama von allem zu gehen. No trauma. Kein Drama. And breathe. Und atmen. Yeah. Very cool. Does Any anyone have a question? Hat jemand eine Frage? Nope. Okay, piss off. Go home. Good night. No, Mr. Bryers, we stay very polite. Don't translate this, please. Yeah. You don't have to translate word by word, okay? No. Yeah. And so, when will we learn more about that and go deeper? Whenever you choose, really. This is the thing. See, you don't actually need a teacher to do this. Ich habe gefragt, wann gehen wir tiefer und lernen wir da mehr drüber? Und Greg sagt, wann immer ihr das wirklich möchtet und wählt, weil ihr braucht eigentlich keinen Lehrer, um das zu tun. But dazu there's möchte ich sort of jetzt- a shortcut. But it is nice to have somebody available. hold your hand. Sorry? It is nice to have somebody hold your hand while you go through it. Aber es ist wirklich fein, wenn du jemanden hast, der dir die Hand reicht, während du da durchgehst und dich unterstützt. Der dich so ein bisschen über das Drahtseil führt oder schubst, damit du schneller drüber gehst. Who helps you balance over the rope or even gives you a soft, gentle Yeah. schubs. Genau. Mhm. So, And you know, and this soft, gentle slap speeds things up. Und wirklich dieser Schubs, der beschleunigt das Erkennen, das Lösen, Das Verändern. das Verändern, ja.
das beim nächsten Mal den ersten, zweiten, dritten, vierten Schritt vielleicht schon gegangen zu sein, bevor es irgendwie überhaupt eine Herausforderung wird und dann zu schauen, okay, wessen Hand kann ich jetzt nehmen, wo kann ich die Hand jetzt nehmen und gehe weiter. Yeah, if you have support with your situations, you learn faster, and then when the next challenge comes up, until you realize it until it becomes a challenge, you are already at step 3, 4, or 5, and then it's nice to again have someone's hand as a support. Und das ist Ja. das, was ich an den Alchemiekursen so gerne mag. Und ich weiß nicht, wie viel ich schon gemacht habe. 10, 15 aufwärts, ist wurscht. Auch wenn sie alle gleich heißen, es ist immer was anderes, weil ich bin immer anders. And that's why Melanie says she loves to go to alchemy classes, although she has already lost count of the many classes she did. And although every class might even have the same name, it's different every time because Melanie is different every time. And the classes are all about yourself, right? And it's different questions, different emotions, different energies. Ja. Andere Energien, andere Emotionen, andere Fragen. Und auch andere Veränderungen, selbst wenn ich kein Topic habe, womit ich hingehe. And different changes, even if you don't go into the class with a specific topic. Ja. Und das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich das gepeilt habe. Ich habe immer gedacht, ich brauche einen Grund. And that took quite a long time for Melanie to realize that, because she always thought she needs a reason to come to the classes. Just like she needed a reason for I herself. thought I am the reason. Ich habe gedacht, ich bin der Grund. Okay, jetzt kriege ich demnächst richtig Ärger. Das war jetzt taktisch unschlau, dass ich das tatsächlich erzählt habe. I've never known anyone wanted to create so much pain just so they could justify having a massage. Ja. Ja, Melanie hat eine Zeit lang immer mal wieder Schmerzen kreiert, nur damit sie nach einer Massage fragen konnte. Lacht's nur alle schön. Yeah, love Ihr you. macht dafür andere Sachen. Macht euch keine Sorgen. Aber lacht ruhig. Das ist in Ordnung. Jeder hat so seine eigene Taktik. Ja, jeder hat so seine eigenen Sabotageprogramme. Praktisch ist, wenn man es dann irgendwann mal mitbekommt. Ja. Und egal, wie lange es dauert. Okay. Everyone has his or her own sabotage programs, but it's really handy when you start seeing them. Und dann die Frage stellst, muss ich jetzt mir wirklich Schmerzen kreieren oder kann ich auch einfach so eine Massage haben? And then you can ask yourself, do I really have to create pain that I can receive a massage, or can I just have a massage although my body feels really nice? Nicht wahr, Herr Schmitz? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. He's totally in pain, just saying. I can see it. It's written across his forehead. There's I almost know. So, und das nächste Mal, wo wir uns ganz viel unsere eigenen Themen, Sabotageprogramme, Ablenkungen Ja. sehr intensiv anschauen werden. Auch wenn wir nicht glauben, dass es Ablenkung ist und auch wenn wir bestätigen, das ist bestimmt keine Sabotage, sondern es ist ein festes Problem, Bestandteil dieses Lebens. Es muss ja schwer sein. Ja. Dann, das nächste Mal ist jetzt schon im Juni, von 18. bis 22. Juni, diesmal im wunderschönen österreichischen Tirol in einem Dorf namens Kramsa. Da haben wir ein traumhaftes Bauernhaus gemietet, wo wir ein 5-tägiges Retreat abhalten werden. Correct? Es ist ein Alchemie-Retreat, aber es wird sehr tiefgehend werden, weil es diesmal eben 5 Tage sind. Und on top, für alle die sagen, ich schaffe es einfach nicht anzureisen, wird ein Teil live gestreamt werden
und quasi als Online-Kurs, Retreat zur Verfügung stehen mit Videoaufzeichnung, dass wer da gerade keine Zeit hat, auch gerne nachschauen kann. Genau. Und all die, die vor Ort sein wollen, die haben dann noch den Genuss, dass sie noch einen Ticken mehr in ihre Kraft kommen können, Ja, weil es morgens immer einen Hacker gibt. und es gibt auch noch ganz viel, Greg hat schon ganz viele Pläne, was er alles gerne machen möchte. Greg has already a lot of plans, what he would like to do in those 5 days. Also, für all die, die Lust haben, online dabei zu sein, herzlich willkommen. Für all die, die Lust haben, sich ins Auto, in den Zug, in den Flieger zu setzen, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf all die, die sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was ich da verändern kann und ich brauche das vielleicht auch gar nicht und ich weiß ganz genau, dass das jetzt eine Geschichte ist, die ich mir erzähle und deswegen mache ich es halt und fahre dahin. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. 18. bis 22. Juni. Ich freue mich auch schon sehr. Wir We sehen can have uns. fun learning about stillness and being still. Okay, can we do this Wednesday in the morning, please? Excuse me, can I translate, please? Wir haben ganz viel Spaß damit haben, Stille und Ruhe zu finden und zu lernen in diesen 5 Tagen. Because that's the stillness is where our power and our strength really originates, right? Yeah. Weil die Stille und die Ruhe ist da, wo unsere wahre Kraft ihren Ursprung haben. Also, wir freuen uns auf euch. Auch Wir wenn ihr euch freuen das uns nicht sehr. vorstellen könnt, Claudia und ich in Stille. Bei ihr könnt es euch vielleicht noch leichter vorstellen. Ich werde es auch überleben. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber gut. Melanie says there might be people that can't imagine that she and her can be still. And Melanie says she will probably survive it. She doesn't know how yet. Einen sorry. Mm-mm. Einen wunderschönen Abend euch und ich freue mich auf all die, die wir sehen. Wer Fragen hat, seid so lieb, erlaubt euch, uns anzuschreiben und wir unterhalten uns oder wir sprechen gerne mit euch über die Möglichkeiten, die vielleicht doch irgendwie modelliert werden können, dass ihr entweder komplett oder teilweise dabei seid. Danke, Einen Astrid. schönen Abend. Ciao. Thank you for coming online tonight. Danke Ja. euch. Ciao.